Früher war ein Ex nach einer hässlichen Trennung schwierig, ein Egoist oder schlichtweg ein Vollidiot. Heute macht das Internet daraus sofort Narzissmus. Wenn Freunde hartnäckig bei ihrer Meinung bleiben, wird ihnen Gaslighting vorgeworfen, und wenn sich jemand 3 Tage mal nicht meldet, ist das nicht nur unhöflich, sondern sofort Ghosting. Die Sprache im Privatleben hat sich radikal verändert. Sie ist überall. Begriffe aus dem schallisolierten Zimmer eines Psychologen fluten plötzlich den Alltag. Aber diese Sprache dient oft nicht dem Verstehen, sondern dem Sortieren. Man sieht keine Menschen mehr mit Macken, sondern nur noch Kategorien. Gesund oder toxisch. Warum werden normale Probleme wie medizinische Notfälle behandelt? Und was passiert mit einer Freundschaft, wenn das Gegenüber kein Mensch mehr ist, sondern ein Diagnosefall? Wer heute unverbindlich ist oder Freiraum braucht, gilt nicht mehr als freiheitsliebend, sondern als ein Mensch mit Bindungsstörungen. Wer schlechte Laune hat, wird sofort als bipolar abgestempelt, und wer traurig ist, muss sich fragen lassen, ob das nicht schon eine klinische Depression ist. Diese Labels geben Sicherheit. Die Welt 2026 ist kompliziert. Menschen sind anstrengend. Wer jemanden als toxisch abstempelt, spart sich die Arbeit, sich mit dem Charakter oder auch der Geschichte dieses Menschen zu beschäftigen. Die Diagnose beendet das Nachdenken, bevor das eigentliche Gespräch überhaupt begonnen hat. Diese Begriffe kennen nur schwarz oder weiß. Man ist entweder krank oder gesund. Aber das echte Leben findet in den Grauzonen dazwischen statt. Wenn jede kleine Verletzung ein Trauma ist und jedes falsche Wort ein Trigger, wie viel Platz bleibt dann eigentlich noch für das normale Wachstum? Man darf scheinbar keine Fehler mehr machen, ohne dass direkt eine psychologische Akte angelegt wird, und vielleicht führt das am Ende dazu, dass psychische Krankheiten entwertet werden, weil heute für jeden banalen Alltag eine Diagnose im Schrank steht. Therapiesprache dient oft als Werkzeug, um Distanz zu schaffen, statt Nähe zu ermöglichen. Sätze wie „Ich habe keine Zeit" oder „Ich muss meine Grenzen schützen" werden zum Standard. Was nach Selbstfürsorge klingt, wirkt in der Praxis wie eine Mauer. Freundschaften werden wie Firmenprojekte gemanagt, hochprofessionell, steril kontrolliert. Statt zu sagen, ich bin genervt und brauche meine Ruhe, wird ein klinisches Schild vorgeschoben. Wer sein Gegenüber nicht mehr als Freund sieht, sondern als jemanden, vor dem man sich professionell schützen muss, verhindert Nähe. Die Wärme verschwindet, wenn alles nach Zeit und Regeln abläuft. Ein Therapeut ist ein Experte in der Psychologie. Der Patient bleibt Experte für sein eigenes Leben. Überträgt man dieses Modell auf eine Freundschaft, verschwindet die Gleichberechtigung. Das Gegenüber wird nicht mehr als Partner gesehen, sondern als Belastung, die man managen muss. Diese Dynamik spürt man vor allem in Konflikten. Wer die richtigen Begriffe kennt, scheint heute jeden Streit für sich entscheiden zu können. Wenn jemand im Streit sagt, das ist Gaslighting, ist das oft kein Gesprächsangebot mehr, sondern ein Urteil. Der andere kann da kaum drauf reagieren, ohne sich zu verteidigen. Man sieht keinen Mensch mehr, mit dem man über unterschiedliche Ansichten streitet, sondern ein Täter. Wer toxisch ist, mit dem muss man gar nicht reden, den sortiert man aus. Psychologie wird heute oft benutzt, um moralisch zu bewerten. Was ungesund ist, gilt automatisch auch als böse. Diese feinen Unterschiede in einem Streit gehen oft verloren, wenn man alles sofort in eine Täter-Opfer-Rolle presst. Aber kann man so überhaupt noch einen echten und schmutzigen Streit aushalten? Die Unfähigkeit, das Unperfekte auszuhalten, weckt die Sehnsucht nach einer Welt ohne Verletzungen. Das Gegenüber wird auf Red Flags gescannt wie ein Produkt bei einer Qualitätskontrolle, denn die klinische Brille soll das Risiko minimieren. Wer beim ersten Problem toxisch ruft, schützt sich vor Schmerz, verhindert aber auch so gleichzeitig tiefe Bindungen. Echte Verbundenheit wächst nur dort, wo Krisen gemeinsam überwunden werden. Dass heute alles im Alltag sofort als krank markiert wird, ist ein Versuch, das Unberechenbare kontrollieren zu wollen. Man versucht, das Leben in einer Excel-Tabelle zu quetschen. Eine Gesellschaft, die nur noch in Diagnosen denkt, verliert den Raum für Vergebung. Vielleicht ist die Person gegenüber gar nicht toxisch, vielleicht ist sie einfach nur unperfekt. Und eine Freundschaft, die auch mal anstrengend sein darf, ist am Ende echter als eine kontrollierte, perfekte Beziehung ohne jede Reibung. Und ja, es gibt Menschen, deren Verhalten wirklich toxisch ist. Ich will das Leid und den Schmerz nicht kleinreden. Ich spreche hier eher von der Grauzone, denn wenn wir so weitermachen, sind wir bald alle wandelnde Red Flags, sogar der Goldfisch, und der kann am wenigsten dafür. Aber wie seht ihr das eigentlich? Schreibt mir sehr gerne eure Gedanken zu diesem Thema in die Kommentare, und das war's. Macht es gut. No, bis bald. Habt ihr eigentlich einen Goldfisch? Habt ihr einen Goldfisch? Ja, ich nicht.